So, die Geophysiker haben ja etliche Untersuchungen hier auf dem Berg gemacht und die haben durch ihre Methoden und Forschungstechniken diverse Unstimmigkeiten auch hier im Untergrund gefunden. Und das Interessante ist, dass man von der Zeus-Statue, ja, die eigentlich die höchste sein sollte, also wenn ich jetzt 1, 2, 3, ich gehe mal davon aus, dass es die dritte von rechts ist, die Zeus-Statue, die in der Linie mit der anderen Statue da hinten, da wo ich jetzt auch gleich hingehen werde, in einer Linie diverse Uneinstimmigkeiten du finden wirst. Das kannst du auch nachlesen, auch im Internet. Also das ist jetzt gerade der Weg zum Nemrutberg, Nimrodberg, da. Und ich bin echt begeistert, dass die echt so einen schönen Weg mittlerweile gemacht haben. Ich gehe mal davon aus, dass es vor 30 Jahren sowas nicht gab. Also wir sind so weit oben mittlerweile und wir haben noch über 12 Kilometer und es ist echt herrlich. Ich habe jetzt da unten auch diese Spitze da gesehen. Das erkennt man auch. Hier muss das sein. Ja, genau, da sieht man es. Da ist es auch ganz anders und ich vermute, dass der Nemrut da dort ist. Ja. So, auch hier brauchst du natürlich auch deine Museumskarte und wir haben ja schon bereits eine und mit der sparst du echt viel Geld und wir werden auch hier keinen Eintritt zahlen. So, jetzt laufe ich hier rein. Da vorne ist auch ein Shuttle. Jetzt sehe ich gerade ein Schild für ein Shuttle, aber wir fahren mit unserem Auto bis ganz nach oben. Fast ganz nach oben, schätze ich mal. Also Manuel, die hatten gerade wieder freien Eintritt. Und hier seht ihr gerade nochmal die Namen. Ja, das 8. Weltwunder steht ja auch hier. So, die letzten 100 Meter. Wir sind angekommen und ja, ich habe hier meinen Puschi an aus Şanlıurfa, hier auf dem Berg von Nemrut da auf Türkisch und da oben ist es. Die Geschichte dazu erzählen wir euch auch gleich, wenn wir ganz oben sind. So, das wird jetzt ein herausfordernder Weg sein, da oben hinzukommen. Ja, die Ostseite, die Terrasse zur Ostseite ist auf der rechten Seite und die Westseite ist auf der linken Seite. Hat vielleicht etwas mit dem Sonnenaufgang und Sonnenuntergang zu tun, so wie die Statuen dort aufgestellt sind. Ich bin gespannt, natürlich werde ich beide Seiten ablaufen. Ja, ich weiß nicht, was er da oben hingebracht hat mit seinem schönen Pferd, aber es sieht echt schön aus. Hola, Signora. Es so richtig schön windet und es ist so angenehm und erfrischend. Tut richtig gut. Also es sieht wirklich nicht so schlimm aus oder anstrengend aus, weil dadurch, dass es wirklich windet, ist es sehr, sehr angenehm. Ja, unsere Mäuse, die rennen da vorne. Manuel, geht's Gott sei Dank auch wieder besser. Er hat sich erst vor einer halben Stunde übergeben und jetzt geht es ihr wieder gut. Und da merkt man auch, wie gut es ist, auch ab und zu einfach sich zu übergeben. Einfach so. Ja, weil es einem wieder gut tut und es muss raus und es ist ja wieder die Heilung. Ne? Das, was man gegessen hat, tut einem nicht gut, also raus damit. Zieht die richtigen Schuhe an. So wird dann der Weg später. Wieder so sportlich. Ihr habt so gesunde, gute Gene. Ist immer so gut. Braucht nicht nach Neuseeland zu fliegen. Ja, hier
Osten der Türkei. Das seht ihr gerade. Sieht wunderbar aus, herrlich aus. Schaut euch mal an. Was für Wanderwege, was für Abenteuerfreunde hier, so Strecken gibt. Unglaublich. Gott sei Dank. Guck, da ist es. Oh mein Gott. Ja, ich hab's geschafft. Echt nicht. Ich hab's geschafft. So stolz auf mich, auf meine Familie. Ich hab's geschafft. Ich bin auf dem Berg von Nimrud. Nimrud. Schau uns mal das an. Wow. Wir haben's geschafft. Wir haben's echt geschafft. Ja, mittlerweile sieht man auch Gott sei Dank auch eine Absperrung hier. Jetzt warte ich mal auf die Tuba. Erzählen wir euch etwas von hier. Komm auf den Thron. Ja, wir zeigen euch das mal jetzt hier. Am Rücken bin ich. Schaut euch mal das an. Gigantische Aussicht. Sehr empfehlenswert herzukommen. Kommt echt hierher unbedingt. Und wir haben uns jetzt gerade der Familie entgegengelaufen mit einem bestimmt 1,5-jährigen Baby. Also es ist möglich, wenn man möchte. Es ist echt angenehm windig. Kopfbedeckung und Brille klappt das sehr gut. Man darf auch nicht vergessen, es ist gerade im Hochsommer hier. Und ab Oktober liegt hier sogar überall Schnee. Also es ist bestimmt toll, im Juni hierher zu kommen, beziehungsweise vielleicht sogar März, April. So, also man vermutet, dass die Grabstätte von dem König Antiochos hier ist. Und es gab es auch schon diverse Geophysiker, haben schon vor zig Jahren hier angefangen zu forschen, vor allem auch aus Deutschland. Ja? Ihr müsst euch das vorstellen, das da oben, ja, ist ein künstlich angelegter Schotterhaufen. Das ist unglaublich. Also der Berg ist einige Meter unter diesem Schotterhaufen. Hier sieht man es besser. Der eigentliche Berg. Und darauf hat dann der König Antiochos, der auch ein Nachfahre von Alexander des Großen ist, sich vielleicht sein Grab hier unten gemacht oder machen lassen und sich einen künstlichen Schotterhaufen auf das Ganze hier hochgestellt. Ja? Und es hat auch wieder eine pyramidenartige Form. Und das Interessante ist ja, man hat ja schon zum Beispiel in Ägypten ja, die Gräber von den Pharaonen schon ausgegraben, rausgefunden, wo sie sind und wie der Aufbau der Pyramide ist. Aber hier, das was ihr hinter mir hier gerade seht, da drin hat man noch nichts rausgefunden. Ja? Warum? Aufgrund dessen, dass wir einen riesengroßen Schotterhaufen hier hinten haben, ist das extrem erschwerend, hier, sage ich mal, Sachen zu finden. Ja? Die modernste Technik erlaubt es einem schon, etwas rauszufinden, aber etwas Genaues hat man noch nicht. Und man sieht ja auch, ich zeige euch mal gerade, also hier haben wir natürlich, ich zeige euch mal einzeln, da ist der Adler und hier ist der König Antiochos. Der, wo das hier angeblich oder der, wo das hier gebaut hat, bauen ließ. Nebendran findet ihr Kommagene. Hier hinten, das ist Zeus. Ich laufe mal daran vorbei. Ich zeige es euch schon mal. Weil wenn ich schon hier oben bin. Ja? Hier hinter mir ist Zeus. Hier. Was ist da? So. Hier haben wir den griechischen Gott Apollon und nebendran Herakles oder auch Herkules, als Herkules bekannt, und jeweils ein Adler und ein Löwe, ja, die auch natürlich auch Beschützer sind und auch zugleich auch zu Zeiten von Kommagene folgende Kräfte auch symbolieren. Der Adler symbolisiert die Herrschaft, ja, der Lüfte, König der Lüfte. Der Löwe symbolisiert die Herrschaft, ja, auf der Erde. Man hat ja noch irgendwo hier, vielleicht auf der Rückseite, ich muss mir noch das anschauen, Symbole von Schlangen gefunden. Und die Symbole von den Schlangen
soll die Herrschaft im Untergrund der Erde sein. Das ist das Interessante. Ja, man hat hier alle drei Ebenen rausgefunden. Das heißt, mit dem Adler in der Luft, mit dem Löwen die Herrschaft auf dem Boden und mit der Schlange von der Unterwelt. Ja, sehr interessant. Und leider darf man auch zu diesen Bereichen auch nicht mehr hin. Ja, vor 30 Jahren durfte man das noch, aber man sieht auch gerade hier, dass auch alles hier abgegrenzt ist. Und es gibt auch einen Wärter, der steht da hinten, kontrolliert auch das Ganze. Und 1963 oder 1964 schlug ein Blitz hier oben auf eine Statue ein, sodass ein Kopf von, ich glaube das war Zeus, ich sage es aber gleich im Anschluss, hier runtergerollt sei oder abgebrochen sei und man es dann hier auch wieder aufgestellt hat. Früher waren auch die Köpfe auf den Figuren, ja, aber schon lange her. Ja, jetzt sind sie mittlerweile auch hier. Was ich mir natürlich noch mehr hier wünschen würde, ist vor allem von der Behörde, von der Regierung, ist, dass wenn wir hier irgendwelche Schriften haben, schaut euch mal das an, finde ich traurig, dass man hier leider nichts mehr sehen kann. Es ist echt schlimm. Also ich hoffe, dieses Video trägt dazu bei, dass es mal eine Person es auch sieht, der dafür zuständig ist und das Ganze auch hier verbessert. Ja? Es haben vorhin auch versucht, einige Leute auch rüber zu klettern von da hinten. Ja? Und die Sicherheitskraft pfeift dann sofort die Leute wieder zurück. Auf jeden Fall, ich kann es euch nur sagen, es ist so schön hier zu sein, ja, und vor allem das hier zu sehen. Also ich habe es gerade wieder kurz gelesen, 1963 schlug ein Blitz ein, und zwar bei der Kommagene-Statue, da laufen wir auch gerade hin. Das ist jetzt diese Figur, Kopf war oben und ja, ist dann halt abgebrochen. Jetzt gehen wir auf die andere Seite. Die Information wollte ich noch dir mitteilen, und zwar haben die Statuen ungefähr eine Größe von auch insgesamt von ca. 12 Meter. Ja, die Köpfe sind zwischen 2,5 und 3 Meter und die Figuren zwischen 8 und 9. Und wir haben dann wieder die Summe 12. Das heißt, hier haben auch die Erbauer auch die magische Zahl 12 auch wieder verwendet. Und das zeigt uns wieder, dass die Zahl 12 auch eine wichtige Kraft haben, auch in der Geometrie oder im Aufbau von Statuen etc. Du hast das letzte Mal von mir die 12 auch gehört, wo wir bei Göbekli Tepe in Şanlıurfa waren. Ja? Da haben sie auch immer überall die Zahl 12 verwendet. Warum, wieso, weshalb, weiß ich nicht. Aber es ist auch interessant, dass diese Menschen etwas wussten, was wir aktuell nicht wissen. So, die Geophysiker haben ja etliche Untersuchungen hier auf dem Berg gemacht und die haben durch ihre Methoden und Forschungstechniken diverse Unstimmigkeiten auch hier im Untergrund gefunden. Und das Interessante ist, dass man von der Zeus-Statue, ja, die eigentlich die höchste sein sollte, also wenn ich jetzt 1, 2, 3, ich gehe mal davon aus, dass es die dritte von rechts ist, die Zeus-Statue, die in der Linie mit der anderen Statue da hinten, da wo ich jetzt auch gleich hingehen werde, in einer Linie diverse Uneinstimmigkeiten du finden wirst. Das kannst du auch nachlesen, auch im Internet. Man vermutet auch daher, dass vielleicht Antiochos, König Antiochos Grab dort vielleicht ist. Der Berg von Nemrut. Grabstätte vielleicht von König Antiochos. Ja, hier seht ihr den Schotterhaufen viel besser. Und man muss sich mal vorstellen, wie viel menschliche Kraft war hier notwendig, um 100 Kubik, ja, Schotterhaufen, das ist jetzt gerade meine Information, Schotterhaufen hier auf diesen Berg zu transportieren. Wie viel Menschenkraft war hier notwendig?
Wie wurde es damals transportiert? Und vor allem, das muss man sich mal vorstellen, ich kann es mir nicht vorstellen, wie haben die das hier hochgeschafft? Mit was für einer Technologie? Was haben sie verwendet? Ja? Schaut euch mal rum, es ist weit und breit, ist nichts. Ja, und der Weg hierher, der ist echt schwierig schon mit dem Wagen gewesen. Ja, ich habe noch eine wichtige Information, und zwar ist das eigentlich für jeden sehr wichtig. Natürlich ist es auch für mich auch etwas, was ich überhaupt nicht gut finde. Das heißt, der König Antiochos, der hatte hier auch ein Ort, wo er hier in der Nähe gelebt hat. Und dort in der Nähe hat man dann auch einen Stamm, kannst du bitte die Kamera kurz halten, bitte? Ein Damm gebaut, Stamm sage ich, Damm gebaut. Und dadurch, dass ein Damm dann künstlich angelegt worden ist, ja, kamen dann diese Überflutungen, diese künstlichen, aufgrund dessen, dass sie dort einen Damm aufgebaut haben. Dann ist die Stadt, wo König Antiochos hier regiert hat, ist sie dadurch gefährdet. Ja, und ich habe die Bilder und Videos mir gestern auch angeschaut, bevor ich auch hergekommen bin, dass ich halt einfach mehr weiß, ja, nicht nur die Steine mir anschaue, sondern auch über die Geschichte etwas weiß, und dass die Behörde es echt nicht pflegt. Ich verstehe das nicht. Also das muss ich echt sagen, es war echt bedrückend für mich zu sehen, dass man das hier schützt, ja, aber sein Platz, seine Resistenz, von wo aus er hier regiert hat, nicht schützt. Ja, dass dieses Haus untergeht, dass in der Nähe es Überflutungen gibt, aufgrund dessen, dass man einen Damm gebaut hat. Darauf achtet keiner. Ja, das ist halt auch immer so eine Sache. Das heißt, wenn wir schon die Technologie uns zunutze machen, sollten wir auch darauf achten, dass wir nicht unsere Umwelt schädigen. Ja? Und die Regierung hat doch bestimmt eine Möglichkeit, diesen Ort zu schützen. Etwas zu machen, dass es dort nicht beschädigt wird. Vielleicht geht diese Nachricht auch dorthin. An den richtigen Platz, dass man etwas tut. Ja, die Tuba hat jetzt gerade gesagt, es könnte sein, dass du dich vielleicht, oder nicht es könnte sein, sondern es hat sich so angehört, als hätte es der König Antiochos gebaut, den Damm. Nein, es war die türkische Regierung, die den Damm hier gebaut hat. Also nicht König Antiochos, ja? So, fliegen schon auf mich. Es sind überall Marienkäfer, die fühlen sich sehr, sehr wohl. Und was noch? Welche Tiere noch? Was hast du noch gelernt? Ganz schön viele? Vögel sind sehr viele, und es ist so ein richtiger Ruheort, und da, wo viele Vögel sind, Schaut da euch gibt es mal auch das sehr, an. sehr viel Ruhe, und überall vereinzelt auf den Steinen Marienkäfer. sind überall Marienkäfer. Ja, als wäre es hier magisch, oder? Schaut euch mal. Sehr schön. Die Kinder haben jetzt auch gerade ein Nest entdeckt, voller Marienkäfer, und die sammeln sie gerade auf und lassen sie auf sich krabbeln. Schaut mal, hier sind die nächsten, sieht man das? Ich hoffe ja. Da sind gleich die nächsten. Schaut mal, da sind wieder. Und es geht die ganze Zeit so weiter. Also überall Marienkäfer, sehr viele Vögel. Und jetzt sollten wir mal unsere Kinder rufen. Wir schreien jetzt mal. Jetzt sind wir vorbildliche Eltern. Azra! Manolja! Was sind die? Also wie eine Pyramide hier. Ja, natürlich mit den Jahrtausenden verändert sich ja leicht auch vielleicht die Form, aber die Grundform, schaut euch mal das an. Da geht es hoch zur Spitze und da geht es runter wie bei einer Pyramide. Ja, ich näher mich jetzt hier der westlichen Terrasse, und es ist hier ein bisschen kleiner, ja eigentlich viel kleiner. Also ich zeige euch gleich von der Nähe. Ich werde jetzt hier einfach mal laufen und es euch präsentieren an diejenigen, die gerne hierher kommen würden. So, da haben wir wieder auch den Löwen, den Adler, die Symboltiere für die Erde, für die Herrschaft auf der Erde. Dafür steht der Löwe, für die Herrschaft im Himmel, der Adler. Hier sehen wir nochmal eine Figur von König Antiochos. Hier.
So, ich musste gerade auf Stopp drücken, weil ich jetzt wieder verwundert war, dass die Leute echt rüberklettern. Die bräuchten auch hier eine Sicherheitskraft. Hier haben wir dann Komagene. Hier, da. Ist immer schwierig so auf der Kamera zu zeigen. Dann haben wir hier auch wieder Zeus. Und Zeus ist viel größer, also gerade hier echt über 2 Meter sein Kopf. Aber ich muss sagen, dass Antiochos hier von der Kopfgröße her, wo ist er? Da hinter mir auf der rechten Seite. Hier. Die größte Figur hier ist. Und wer ist das? Apollon oder? Apollon ist da hinten anscheinend. Hier, da. Griechische Mythologie. Und hier wieder Herkules, also auch sehr groß. Jetzt natürlich wieder den Adler. Und da sehen wir auch zum Beispiel von der Figur den Unterkörper gerade. Aber wie gesagt, durch Erdbeben und natürliche Einflüsse sind auch hier die Sachen eingestürzt. Schaut euch mal das an, das ist unglaublich. Es ist vom Menschenhand gemacht. Abbild ihrer, was man sich oder was ich mir jetzt nicht vorstellen kann, ihrer Götter. Aber das ist halt auch, gehört einfach zur Geschichte der Menschheit, wie die Menschen früher geglaubt haben. Ja, also Antiochos habe ich ja vorhin gesagt gehabt, ist von der Blutlinie von Alexander dem Großen. Und Komagene, Tuba, war halb persisch oder ganz persisch? Persische Wurzeln, und somit ist halt Antiochos, also auch laut den Berichten, wo wir gelesen haben, eine Mischung aus dem Persischen und wobei man bei Alexander den Großen, manche sagen ja, er war Mazedonier und andere sagen wiederum, nein, er war ein Grieche. Ja, alle wollen diesen großen Herrscher für sich. Und also, aber zurück zu Antiochos, dass er einfach halber Persisch, halber Perser ist und halber, ich denke auch, wir haben jetzt hier freilaufende Kühe und schaut euch mal die Augen an, wie gesund sie aussehen. Unglaublich, also die laufen hier einfach frei rum. Wunderschön. Und die Augen, sind mir gerade aufgefallen, dass sie nicht wund an den Augen sind. Und ihr kennt das ja bestimmt von der Tierhaltung, dass sehr viele Tiere ungesund gezüchtet werden und dadurch sie auch sehr wund im Augenbereich sind. So, wo laufen sie hin? Natürlich zu dem Bereich, wo sie halt hier ihr Wasser haben. Da ist so eine kleine Quelle. Ja. Und die wissen einfach, wo sie ihr Wasser herkriegen, wenn sie jetzt mal tagsüber unterwegs sind. Und da hinten war ja auch der Hirte, war viel weiter hinten. Ich denke, die laufen wieder zurück selbstständig.